Wie wir Spinat für den Herbst anbauen, das möchten wir euch in diesem Video zeigen. Die Aussaat erfolgt hier in Direktsaat und wenn wir im Freiland aussehen, dann haben wir ein Zeitfenster von Ende Juli bis Mitte September. Wollen wir hingegen im Gewächshaus aussehen, dann erfolgt das von Mitte September bis Mitte Oktober. Der Boden darf gerne aufgelockert sein und je nachdem, was als Vorkultur drin stand, wird er aufgebessert oder eben nicht. Zum Beispiel, wenn ein Starkzehrer davor drin war, dann kommt ein bisschen Urgesteinsmehl oder auch Kleedünger hinein. Waren hingegen Frühkartoffel vorher drin, dann machen wir nichts am Boden. Der Spinat gilt als schwach oder maximal Mittelzehrer, hat also nicht so einen großen Nährstoffbedarf. In die Erde ziehen wir Rillen, ungefähr 3 cm tief für die Direktaussaat und da legen wir die Saatkörner rein in einem Abstand von 1 bis 2 cm. Die Rillen haben dann einen Reihenabstand von 20 bis 35 cm. Bis die Saatkörner dann gekeimt sind, dauert es in der Regel zwischen 14 und 21 Tagen. Nachdem wir die Saatkörner in die Rille gelegt haben, wird diese wieder zugemacht und wir gießen an. Wir achten darauf, dass in der Vorkultur auf diesem Beet kein Mangold und auch keine rote Beete gestanden hat. Die vertragen sich nicht so gut mit dem Spinat, auch nicht in der Mischkultur. Hingegen gut steht der Spinat mit Kohlrabi, Bohnen, Zwiebeln oder auch mit Sellerie. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr Gartenvideos sehen möchtet, auch unseren Kanal Gartengemüsekiosk könnt ihr kostenlos abonnieren. Und ist der Spinat dann gekeimt, dann folgt als nächstes das Auslichten. Also eine Pflanze zur nächsten sollte einen Abstand von 3 bis 5 cm haben. Was wir auch direkt machen, ist, dass wir zwischen den Reihen schuffeln, um den Beikrautdruck direkt am Anfang schon gering zu halten. Und ganz genau, wann kommt bei uns der Mulch aufs Beet? Wir warten, bis die ersten richtigen typischen Blätter nach den Keimblättern zu sehen sind und dann wird bei uns abgemulcht. Auf diese Weise bleibt die Erde bedeckt und der Unkrautdruck wird gering gehalten. Auch bleibt die Feuchtigkeit im Boden und die Verdunstung wird gestoppt. Gerade im Sommer ist das sehr wichtig. Da Schnecken sich auch ganz gern beim Spinat aufhalten, ist es auf jeden Fall ratsam, hier regelmäßig zu schauen, Schnecken abzusammeln, gegebenenfalls ein paar Snackbrettchen auszulegen, um die Schnecken dort zu versammeln. In der weiteren Pflege ist der Spinat wirklich sehr einfach. Er wächst unheimlich schnell, er hat keine großen Ansprüche, es ist eine wunderbare Kultur. Gemüseschutznetze kommen bei uns nur drauf, wenn wir im Garten die freilaufenden Hühner haben. Ansonsten brauchen wir hier beim Spinat keine Gemüseschutznetze. Eine weitere Düngung vom Spinat als Schwach- oder Mittelzehrer ist jetzt hier nicht erforderlich. Praktisch, oder? Und die Ernte beginnt dann Anfang September und zieht sich bis in den Oktober. Besonders schön ist hier, dass wir mehrmals ernten können. Also es ist nicht so, wir gehen einmal durchs Feld und alles ist weg, sondern wir zupfen den ersten Rundgang, den zweiten Rundgang und dann im dritten ernten wir meistens alles ab. Falls dein Kind den Spinat nicht so gerne mag, wenn er erhitzt ist, dann probier es mal roh. Viele Kinder mögen ihn, wenn sie ihn direkt vom Feld, also vom Beet pflücken können und frisch verzehren. Und wenn es dann doch zu viel Spinat sein sollte für den Frischverzehr, wir machen das so nach der Ernte, dass wir ihn einfach kurz erhitzen mit Wasser, dann ausdrücken, kleine Kügelchen formen und die dann einfrieren. Das ist sehr praktisch, denn man kann immer nach Bedarf Kügelchen entnehmen. Und so hat man noch eine ganze lange Weile was von seiner Spinaternte. Wir würden uns wünschen, wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, noch für den Herbst Spinat auszusehen. Das Saatgut, was wir verwenden, ist aus unserem Sortiment und haben wir in der Infobox verlinkt. Und zum Weiterschauen haben wir auch noch was verlinkt. Einmal hier unser Video, wie wir den Mangold anbauen. Der ist ja mit dem Spinat verwandt, auch wenn sie nicht gerne nebeneinander stehen. Und unsere Playlist von den kurzen, knackigen Grow Veggie Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, viel Spaß bei dir im Garten und bis zum nächsten Mal.